Hallo ihr Lieben, heute machen wir was ganz Entspannendes und zwar gestalten wir eine Seite in diesem selbstgemachten Art Journal. Und zwar ist das ja aus einem so einem dünnen Platzdeckchen, das ich mal für 1 € gekauft habe. Und da habe ich hier in das Art Journal Seiten reingetan, also Aquarellpapier, schwarzes Aquarellpapier, dann hier Kraftpapier und hier vorne, das ist einfach so aus so Schulblöcken, ne? Womit die Kinder in der Schule malen, diese DIN A3 Blöcke. Also alles ziemlich günstiges Zubehör. Einfach hier eingenäht, 3 Signaturen und Gummi drum, damit es schön zubleibt. Ja, und da nehmen wir uns jetzt mal die nächste Seite. Und ich habe mir diese Serviette rausgelegt. Da habe ich auch nur diese eine von. Da ist so ein süßer Vogel drauf. Und wenn man, der ist zwar spiegelverkehrt, aber wenn man hier guckt, hier ist noch ein Blatt mit extra. Ne? Also bis hier ist das alles irgendwie gleich. Und hier ist noch ein Blatt extra, deswegen werde ich diesen nehmen, damit der auf dieser Seite hier noch ein bisschen weiter hier reinragt. Ne? So, den werde ich mir jetzt mit einem Wassertankpinsel hier einfach umranden, sodass ich den hinterher gut ausreißen kann, ohne dass ich ihn ausschneide. Okay, dann reißen wir den mal vorsichtig aus. Ich habe beschlossen, angesichts des Wetters und der Jahreszeit machen wir heute was Herbstliches. Da ist einem ja richtig nach. Man hat auch schon wieder langärmelige Sachen an. Ja, das ging jetzt schnell, ne? Jetzt hatte ich vergessen, das vorher zu trennen. Na komm her. So, wir brauchen ja nur die oberste Lage. Hier ist aber noch eine dran. So. Das klebe ich ungefähr hier hin. Aber unten drunter muss erst noch eine Basis. Kleben wir einfach mal so ein paar Buchseiten hin. Ich habe hier so eine kleine Kiste, da habe ich immer so neutralfarbene Abschnitte. Da nehme ich mir einfach welche. Hier, das passt auch schön, das Avocado-Papier. Ja. Okay. Das mache ich jetzt mal eben ohne euch. Also ich klebe hier einfach so Schnipsel, so wie ein Masterboard, ne, hier einfach auf, damit wir einen Hintergrund haben. So, das ist jetzt alles schön beklebt. Am Rand habe ich es abgeschnitten, wo es ein bisschen überstand. Wenn ich den Vogel jetzt hier aufklebe, dann geht der ein bisschen unter in dem ganzen doch recht wilden Hintergrund. Ich werde hier allerdings mit Strukturpaste ein bisschen was aufbringen, deswegen stört mich das nicht, aber ich werde mit ein bisschen Gesso hier unter dem Vogel das ein bisschen anweißen, damit die Serviette farblich noch ein bisschen mehr zur Geltung kommt. Ich umrandle mir das mal mit dem Bleistift so ganz grob, wo ich das ungefähr mache. Hier so, hier und hier. So. Die Serviette selber, wenn ich die aufklebe, die wird ja relativ durchsichtig. Und wenn da nichts weiß drunter ist, dann geht die Farbe im Hintergrund doch ziemlich unter. So. Das reicht mir schon.
Okay. Und dann nehme ich mein Kleber-Wasser-Gemisch und gehe hier von der Mitte einfach vorsichtig noch an den Rand. Der ist ein bisschen hart, der Pinsel. Nehme ich lieber den hier. Ich habe beschlossen, ich nehme von der Serviette hier noch so ein paar von diesen Ästen und sowas, die von außen hier reinragen und werde die hier noch so ein bisschen aufkleben. So, ich habe das Ganze jetzt auch noch ein bisschen angetrocknet, damit wir weitermachen können. Und was ich bisher vergessen hatte, ich schütze jetzt auch die Unterseiten. Und werde mit ein bisschen Strukturpaste und Schablonen hier ein bisschen Struktur raufbringen. Da hatte ich mir überlegt, ich könnte ja hier, das sind ja so Mauern, die könnte ich ja hier unten so ein bisschen hinsetzen. Dann sieht das so aus, als wenn da so, ja, so ein paar Ruinen oder sowas oder alte Gemäuer irgendwie vorhanden sind. Finde ich ganz schön. Oder vielleicht hier oben auch noch so ein bisschen. Dann habe ich hier, das weiß ich gar nicht, da hatte ich gedacht, vielleicht so ein paar Pünktchen, muss ich mal gucken. Und dann habe ich hier noch so ein paar Blumen, weiß ich auch noch gar nicht. So hier vielleicht so eine, oder hier vor der Mauer noch, so eine Blume hoch. Ja, wäre vielleicht ganz hübsch. Fangen wir erstmal mit der Mauer an. So, ich weiß gar nicht, in welcher Konsistenz das jetzt ist. Ist das überhaupt noch nutzbar? Ja. Ich schiebe das hier mal mehr rüber, damit ich hier die Platte nutzen kann. So. Okay, hier oben ein bisschen. So, Schablonen mal weg. Jetzt möchte ich hier gerne mit ein bisschen Farbe verlaufen. Und zwar habe ich hier einmal vom Action diese Metallic-Farben. Und ich habe aber auch ganz neu und noch nicht benutzt diese Kuretake-Farben. So, die habe ich zum Geburtstag bekommen. Ist schon länger her. Und umso trauriger ist es, dass ich die noch nie benutzt habe. Also ich finde diese Farbe, ich habe noch nicht mal geswatcht. Also ich weiß jetzt gar nicht ganz genau, aber das scheint so ein Bordeaux-Rot zu sein. Das passt bestimmt. Zum Gemäuer vielleicht ein bisschen braun. Oder das Braun. Ja. Gucken wir mal. Und von dem hier, das passt doch super, ne? Für ein paar Akzente. So, die sprühe ich noch mal ein bisschen mit Wasser an, damit sich die Farbe schon mal anlöst. So. Dann nehmen wir mal den Pinsel.
bisschen von dem Braun. Oh, das ist auch schön. Tolle Farbe. Oh. So. Hier unten machen wir ein bisschen dunkler. So, jetzt nehmen wir ein bisschen Wasser und lassen das was verlaufen. Da fällt mir gerade auf, ich habe das Papier ja gar nicht grundiert. Und das Schöne daran ist, die Farbe, dadurch, dass man die ansprüht, die verzieht sich hier so ein bisschen in die Fugen. Ne? Und die Steine selber, die stehen so ein bisschen kontrastreich wieder vorne raus. Das heißt, die sind ja nicht mehr richtig weiß, wie sie vorher waren, aber sie sind doch deutlich heller als der Hintergrund. Und das ist so das besonders Interessante daran. Das muss jetzt erst noch mal kurz trocknen und dann können wir mal gucken, ob wir noch nachlegen müssen. Ich persönlich finde, dass das schon fast reicht. Also ich finde die Farben, ich weiß nicht, ob man das so richtig schön erkennen kann in der Kamera, wie toll diese Farben sind. So, dann habe ich mir noch ein paar wasservermalbare Buntstifte genommen. Das ist hier der Stabilo All Pen oder All, wie heißt der? All Stabilo. Und das hier sind die Albrecht Dürer wasservermalbaren Stifte. Und da wollte ich einmal hier noch so ein paar Beeren. Ich weiß gar nicht, ist das jetzt? Sieht man die überhaupt? Einfach so ein paar Pünktchen, als wenn das die Beeren sind. Die verwische ich auch gleich noch so ein bisschen. So, hier sind ja auch Beeren, aber irgendwie hier auch, die gehen ziemlich unter, finde ich. So, und deswegen mache ich einfach ab und zu noch mal welche hin. Und tupfe die einfach noch so ein bisschen mit dem Wasserpinsel an. Die sollen ja ruhig so ein bisschen unregelmäßig sein. Okay. Der Vogel selber hat mir etwas zu wenig Kontrast. Ne? Also wenn man jetzt hier rauf guckt, dann fällt diese Mauer hier wesentlich mehr ins Auge als der Vogel. Deswegen umrande ich den mal etwas, um die Konturen wieder ein bisschen hervorzuheben. Den Ast auch. Die Blätter auch so ein bisschen. Können wir auch ein bisschen schattieren. Wir verwischen das gleich noch mit dem Wasserpinsel. So.
Okay, den Schatten selber mache ich mit einer etwas helleren Farbe, damit das nicht so hart ist. So, jetzt sticht der Vogel doch insgesamt ein bisschen mehr hervor. Ach, dieses Blatt habe ich vergessen. Das hier muss ich auch noch ein bisschen dunkler machen. Reicht, brauche ich nicht zu verwischen. Das hier auch. Dann möchte ich gerne mit so ein bisschen Wachspaste, ich habe hier Chamäleon, das schimmert so zwischen rosa, Aprikot und grün hin und her. Hier, schöne Farbe, ne? Da möchte ich einfach hier so ein paar Akzente vor allem über die Mauern setzen. Und hier vielleicht über die Blätter noch. So, ich weiß nicht, kann man das so sehen, wenn man das so ein bisschen bewegt? Schimmert das so ein bisschen hin und her. Dann nehme ich mir noch meinen Distress Oxide Walnut Stain und gehe an den Rand. Jetzt habe ich hier keine weiße Schnittkante mehr und das ist insgesamt noch ein bisschen, ja, weiß ich nicht, abgerundet. Und zum krönenden Abschluss habe ich mir hier noch so einen Text herausgesucht. Das ist aus einer Zeitschrift herausgeputzt. Das habe ich mir rausgeschnitten, auf Pappe geklebt. Da habe ich auch mal ein Video zu gemacht. Und habe das Ganze dann mit, auch mit diesem Distress Oxide so ein bisschen abgepudert, ne, sodass das alt und vintage und gebraucht aussieht und nicht so neu, als hätte ich das jetzt aus der Zeitschrift rausgeschnitten. Ne? Und es glänzt auch nicht mehr. So, jetzt gucken wir mal. Herausgeputzt finde ich persönlich so richtig süß jetzt dafür. Wo ich das hinklebe, also hier drüber finde ich doof, hier oben finde ich auch doof. Ich denke mal hier. Jawohl.
So, fertig. Ich habe jetzt diese Seite hier ziemlich beschmiert. Das ist nicht schlimm, weil ich hier sowieso als Untergrund wieder irgendwas draufklebe, so wie hier ja auch. Zeige ich es euch nochmal vom Nahen. Ja, hat sehr viel Spaß gemacht. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.